Seid ihr auch so begeistert von Fußball wie ich? Nein? Macht nichts. Ich habe gelogen. Ich mag gar keinen Fußball. Klar, ich sehe mal Länderspiele oder Borussia Dortmund, das ist wenigstens unterhaltsam, aber normal Bundesliga, who cares? Deswegen kann ich umso weniger damit anfangen. Microstars Serie 2 von Simba. Irgendwelche Fußballfratzen als Bobbleheads in einem relativ kleinen Blindback. Und die Dinger sind etwas älter, deswegen ist hier Borussia Dortmund noch nicht mal dabei, dafür die widerlichen Bayern. Und andere Mannschaften, die mir jetzt nicht so viel sagen. VfB Stuttgart offensichtlich, sehr interessant, ja. Einer von 24 Fußballstars, die ich wahrscheinlich alle nicht kenne, zum Tauschen und Spielen, denn spielen soll man damit auch. Mal sehen, was Simba da wieder reingepackt hat. Ah, den kenne ich sogar. Er straft mich Lügen, das ist Philipp Lahm mit einem riesigen Kopf. Und er sieht eigentlich für den Preis gar nicht mal so übel aus. Und er ist natürlich ein widerlicher Bayer, das macht die Sache nicht besser, aber die Figur ist durchaus gut gemacht. Recht detailliert. Wenn man von dem riesigen Kopf absieht, natürlich. Was ist das hier? Wahrscheinlich irgendwas für das Spiel. Irgendwelche Werte. Vielleicht gibt die Packung Aufschluss. Aha, hier sind sie alle. All diese mir mehr oder weniger unbekannten Menschen, die alle viel Geld verdienen, indem sie einen Ball durch die Gegend treten. Klingt, als ob ich neidisch wäre. Bin ich das? Ich glaube nicht. Egal. Was ist denn Philipp Lahm? Ist er selten? Ist er nicht selten? Philipp Lahm hat eine grüne Basis. Damit ist er super häufig. Denn grün ist das größte auf der Farbpyramide. Je seltener die Sockelfarbe, desto höher sind die Werte der einzelnen Kategorien. Ein Spieler mit silbernem oder goldenen Sockel ist somit stärker als einer mit grünem Sockel. Der schwarze Sockel ist am seltensten und stellt den Joker dar. Ah ja. Leider haben die hier alle einen grünen Sockel, damit kann man nicht wissen, wer das eigentlich wäre. Und offensichtlich gibt es da Zubehör für. Das ist ja toll. Eine Champions-Galerie. Das ist so etwas wie mein Regal, nur als Stadion. Naja gut. Offensichtlich Tore gibt es auch. Damit man genau das machen kann, was ich mit meinem Ork da gemacht habe. Nur vielleicht etwas treffsicherer, denn ich habe irgendwie 20 Versuche gebraucht, ein Tor zu schießen. Ja, toll. Und eine Spielmatte. Super Club. Okay. Und dann gibt es hier noch das zugehörige Spiel. Ah ja, auf dem Sockelboden findest du die Werte der verschiedenen Kategorien mit den folgenden Symbolen. Flanke. Ah ja. Okay. Lahm kann also mit 17 Flanken spielen. 19 Tackling. Dribbling 17 und Pass auch 17. Ziemlich durchschnittlich. Was ist das höchste? Steht da nicht. Aber er ist zumindest irgendwie, ja, okay. 24 ist das höchste. Der Joker hat 24. So. Wie bei jedem guten Trainer gilt, je mehr Geld du für deine Spieler bezahlst, desto höher ist deine Gewinnchance. Sorry, das gilt nur für Bayern München, ich weiß. Und auch für Blindback-Käufer wahrscheinlich. Aber in Wirklichkeit steht hier natürlich, je besser du deine Spieler kennst, desto höher ist deine Gewinnchance. Also, na dann. Bevor ich noch mehr bayernfeindliche Witze reiße, höre ich lieber auf, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.